Freizeitparks. Action, Spaß und Abenteuer. Vielfältige Attraktionen. Wundervolle Welten. Magische Momente. Atemberaubende Shows. Millionen von Besuchern. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn man im Rollstuhl sitzt? Diese Frage haben wir uns gestellt. Wir sind Freizeitpark Erlebnis, ein Online-Magazin rund um Freizeiterlebnisse in ganz Deutschland und Europa. Wir wollten die Barrierefreiheit im Europapark in Rust testen und haben uns dafür mit einem Experten zusammengetan. Das ist Tim Eigenbrot. Tim kam mit infantiler Zerebralparese, auch bekannt als spastische Diplegie, zur Welt. Deshalb sitzt er auch im Rollstuhl. Mit Tim, dem Team von Dreherlebnis und viel Equipment machen wir uns also auf den Weg zum Europapark. Wie auch schon im Freizeitpark Efteling in Holland wollen wir auch hier die Barrierefreiheit testen und verschiedene Umsetzungen und Lösungen unter die Lupe nehmen. Vorab möchten wir betonen, dass wir unser konkretes Erlebnis mit Tim schildern werden. Was Tim möglich und nicht möglich ist somit individuell und ist nicht auf jeden Menschen übertragbar. Er legt sehr viel Wert auf Eigenständigkeit und nimmt nicht so gerne Hilfe an. Das mag bei anderen Menschen vielleicht anders sein, aber da wir mit Tim unterwegs sind, werden wir unsere Erfahrungen auch dahingehend bewerten. Und im Zweifelsfall wäre wahrscheinlich auch eine Begleitperson dabei, die ihm helfen könnte. Bei unserem Dreh wurden wir für einen reibungslosen Ablauf von Mack Media begleitet. Diese haben allerdings keinen Einfluss auf unsere Meinung oder unser Material genommen. Guten Tag! Ich will einmal im Europapark. Okay, haben Sie den Schwerbehindertenausweis dabei? Ja. Kann ich das kurz sehen? Ja. Okay. Vielen Dank. Sie brauchen keine Tickets, Sie können direkt reinkommen. Okay. Einen schönen Tag noch. So. Tschüss. Zum Zeitpunkt unseres Drehs ist die Regelung so, dass man als Rollstuhlfahrer mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Eindruck AG kostenlosen Eintritt hat. Das gleiche gilt für Blinde mit dem Eindruck BL im Schwerbehindertenausweis. Den Ausweis zeigt man morgens an der Kasse vor, nachmittags hingegen an den Drehkreuzen, da die Kassen nicht mehr besetzt sind. Bei unserer Ankunft in Rust ist es früher als erwartet, sodass wir uns noch in den Park begeben und auch schon eine Attraktion ausprobieren wollen. Das Voletarium. Am Eingang steht hier ein sehr freundlicher Mitarbeiter, der Tim über den separaten Rollstuhleingang informiert. Hallo, Sie wollen sicher auf den Weltmeereingang? Sehen Sie da drüben das V? Ja. Links bei dem V, da ist ein Scanner. Okay. Sie haben diesen Scanner dran. Da ist ein blaues Tor, das geht ganz langsam auf. Es ist wirklich langsam auf. Da gehen Sie durch das blaue Tor. Ja. Oder noch ein Tor. Und dann müsste man Sie theoretisch lösen. Ich gebe es natürlich schon durch, dass Sie unterwegs ist. Okay? Dankeschön. Erste Mal? Ja. Ich verrate etwas Komisches. Okay. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Das Voletarium wurde 2017 eröffnet und befindet sich neben dem Haupteingang des Parks im Themenbereich Deutschland.
Positiv zu bemerken ist direkt, dass hier von vornherein an einen separaten Rollstuhleingang mit Automatiktür und Rampe gedacht wurde. Die Rampe ist allerdings relativ steil und nur gerade noch so alleine für Tim zu bewältigen. Dieses Problem wird uns im Park leider noch häufiger begegnen, aber mehr dazu später. Bei der Eingangstür des Voletariums handelt es sich um keine Automatiktür und Tim kriegt diese nur schwer geöffnet. Eigentlich, so die Mitarbeiter, soll man aber auch vor der Tür warten. Um solche Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden, könnte dafür eventuell ein Schild angebracht werden. Drinnen angekommen wird Tim dann auch direkt von einem freundlichen Mitarbeiter in Empfang genommen und eingewiesen. Nachdem die vorherige Fahrt beendet ist, darf er durch den Ausgang der unteren Reihe einsteigen. Das Voletarium ist ein Flugsimulator auf 3 Ebenen. Für Rollstuhlfahrer ist allerdings nur die Fahrt in der untersten Ebene möglich. Man kann im Rollstuhl sitzen und auf dem Platz. Ich habe mich für den Platz entschieden, weil es einfach ein besseres Gefühl ist. Mit dem Ein- und Aussteigen hat das super geklappt. Leider durfte ich nur unten sitzen. Mir hat einer erzählt, dass oben es besser ist zu sitzen, aber das machte mir nichts und es war sehr spitze. Zum Abschluss des Tages fahren wir jetzt noch mit dem EP-Express, um uns einen Überblick über den Park zu verschaffen und wollen uns danach zu unserem Hotel begeben. Den EP-Express werden wir später in diesem Video nochmal mit Tim ausprobieren. Auch Attraktionen wie Blue Fire, der Concon Coaster oder die berüchtigte Silver Star stehen auf dem Programm. Wenn ihr sehen möchtet, wie es Tim dabei ergeht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir übernachten im Museumshotel Kronasar direkt neben der neuen Wasserwelt Rulantica. Das Hotel ist einem Naturkundemuseum nachempfunden, steckt voller historischer Artefakte und bietet nordischen Einrichtungsstil bei 4 Sternen. Der Check-in verläuft zwar soweit reibungslos, allerdings gibt es für Tim keine niedrige Rezeption, um mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe reden zu können. Da Tim vor Ort unterschreiben muss und es kein Klemmbrett gibt, muss er umständlich an der Theke unterschreiben, wobei er seinen Rollstuhl nach hinten drückt. Das ist gerade bei einem Hotel dieser Kategorie, das zudem erst 2019 eröffnet wurde, ziemlich irritierend. Der Mitarbeiter ist aber sehr zuvorkommend und hilfsbereit, was definitiv ein großer Pluspunkt ist. Dass trotz barrierefreier Zimmer beim Check-in nicht an Rollstuhlfahrer gedacht wurde, könnte definitiv noch verbessert werden.
Tims barrierefreies Zimmer befindet sich im Erdgeschoss. Der Kartenscanner ist auf seiner Höhe angebracht, allerdings lässt sich die schwere Tür für ihn nur umständlich alleine öffnen. Das barrierefreie Zimmer ist sehr groß und geräumig, sodass Tim genug Platz hat, um sich mit dem Rollstuhl zu bewegen. Ich bin jetzt hier im Hotel Krona Saar und ich habe jetzt gerade mein barrierefreies Zimmer angeschaut. Das Zimmer ist sehr groß, ich kann mich gut mit dem Rollstuhl bewegen und ich habe auch einen Zugang zu meiner eigenen Terrasse, wo ich mich draußen mal entspannen kann. Mir ist aufgefallen, dass der Fluchtplan, das Kartenlesegerät und die Lichtschalter auf meiner Höhe angebracht sind. Als ich hier ins Zimmer gekommen bin, ist mir positiv aufgefallen, dass die Tür vom Badezimmer eine Schiebetür ist. Nicht so gut gefallen hat mir, dass die Schiebetür ein bisschen schwergängig ist und man die Tür auch nicht so gut mit dem Griff greifen kann. Im Badezimmer ist mir positiv aufgefallen, dass der Seifenspender in meiner Höhe ist, dass 3 Notrufleinen im Badezimmer sind und dass der Spiegel kippbar ist. Und der Duschhocker finde ich persönlich gut, dass man den wegnehmen kann. Es ist gut, dass ich unter dem Waschbecken drunter fahren konnte, aber das Waschbecken ist zu hoch. Ich konnte meine Hände nicht gut waschen. Im Nachhinein haben wir herausgefunden, dass sich die Höhe des Waschbeckens mit einem Knopf an der Seite verstellen lässt, der sich hinter dem Duschvorhang befindet. Das hat bei unserem Test erstmal nicht funktioniert. Wie wir bei einem späteren Besuch des Hotels herausfanden, was nicht aus der Anleitung hervorging, muss der Knopf gedrückt gehalten und dabei das Waschbecken runtergedrückt werden. Das ist für Tim alleine jedoch ziemlich schwierig und sehr kraftaufwendig. Zum Vergleich zeigen wir hier einmal ein nicht barrierefreies Zimmer. Der Rettungsplan und der Kartenscanner sind höher angebracht als in Tims Zimmer und sind somit nur schwer für ihn zu erreichen. Die Gänge sind nicht so breit und Tim hätte nicht die Möglichkeit, unter das Waschbecken zu fahren. Daher sind wir sehr begeistert von der Umsetzung des barrierefreien Zimmers, da wirklich sehr viele Aspekte berücksichtigt wurden, die bei einem normalen Besuch nicht aufgefallen wären. Wir starten den nächsten Tag mit einem ausgiebigen Frühstück in der Location Baba Svens. Tim wird hier direkt in Empfang genommen und zu einem Tisch gebracht. Auch der Stuhl wird für ihn zur Seite geräumt. Tim kann sich am Buffet bedienen und mit Hilfe eines Tabletts seine Teller alleine transportieren. Entschuldigung? Ja. Ein Tablett? Ja. Idealerweise gäbe es noch Polster- oder Schoßtabletts, sodass ein Tablett nicht von den Beinen rutschen kann, wenn er mit dem Rollstuhl fährt. Das Buffet selbst hat eine riesige Auswahl und lässt definitiv keine Wünsche offen. Beim Frühstück kann Tim sich leider nicht alles ohne Hilfe holen, da zum Beispiel der Aufstrich, das Obst und das Müsli zu hoch bzw. zu weit hinten für ihn stehen und er nicht unter die Theken fahren kann. Andere Gäste des Hotels haben Tim hier freundlicherweise geholfen. Tim holt sich hier auch selbst einen Kaffee, was sich ebenfalls eher schwierig gestaltet. Auf Nachfrage kann dieser aber auch am Tisch bestellt werden und wird dann vom Personal an den Tisch gebracht. Zu Besuch kommt dann auch noch das Maskottchen des Parks, Ed Euromaus.
Mein Fazit vom Frühstück ist super. Die Brötchen stehen auf meiner Höhe, aber der Aufschnitt ist zu hoch und zu tief. Ich komme da nicht mit den Armen dran. Es gab auch ein Tablett. Ich habe mir eins genommen und der fast schießte dann, weil ich hätte fast alles runtergeschmissen. Nach dem Frühstück ist Tim bereit für den Park und es geht los. Vor dem Hotel fährt der Europa-Park Shuttlebus. Dieser war leider ziemlich voll, sodass für Tim kein Platz mehr war. Bei der nächsten Fahrt mussten wir selbst für Tim die Rampe ausklappen, da der Busfahrer angeblich nicht wusste, wie das ginge. Auch hier besteht also definitiv noch etwas Verbesserungspotenzial. Mit dem Shuttle fahren wir dann zum Hoteleingang Spanien, wo dieser auch direkt hält und man den Park betreten kann. Im Park angekommen, besorgt sich Tim an der Information erstmal den Leitfaden für Menschen mit Behinderung. Hier findet man Informationen zu der Barrierefreiheit und den Zugangsbeschränkungen der Attraktionen. Es gibt insgesamt 2 Leitfaden, einmal für Besucher mit Sehbehinderung und einmal für Besucher mit körperlichen Behinderungen. Und neben allgemeinen Informationen über die Barrierefreiheit findet man noch eine Tabelle, wo man sieht, ob die Attraktionen ohne Einschränkung, eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sind. Genau, und total ärgerlich war es für uns, dass wir im Internet nicht beide Leitfaden gefunden haben, sondern nur den Leitfaden für Menschen mit Sehbehinderung. Wenn du dich also als Rollstuhlfahrer auf deinen Besuch im Europapark vorbereiten möchtest, findest du nichts im Internet. Ja, beide Leitfaden findet man allerdings auch im Park. Bei Menschen mit Sehbehinderung bedeutet eingeschränkter Zutritt, dass eine Begleitperson dabei sein muss. Bei Menschen mit körperlicher Behinderung ist das alles etwas komplizierter. Die Attraktionen sind in 4 Kategorien aufgeteilt. Je nach Kategorie unterscheiden sich die auftretenden Kräfte. Dadurch verändern sich auch die Voraussetzungen an die körperlichen Fähigkeiten. Auch die Europa-Park-App hat sich Tim auf sein Handy geladen, um Informationen zu den Attraktionen und einige Wegbeschreibungen zu bekommen. Danach geht es für uns zunächst in Grimms Märchenwald. A little tailor was sitting at his table near the window. In good spirits, he was sewing with all his might. Der Märchenwald ist überwiegend draußen, die betretbaren Häuser sind aber auch barrierefrei und somit auch für Tim zugänglich. Wenn ihr ihre Betten ausschüttelt, dann schneit es auf die Erde. Die erste richtige Attraktion des Tages ist dann die Familienachterbahn Arthur im Themenbereich Königreich der Minimoys. Der Eingang für Rollstuhlfahrer erfolgt hier durch den Shop, also durch den Ausgang der Attraktion. Dass Rollstuhlfahrer überhaupt mitfahren können, ist erst seit kurzem möglich. Es darf allerdings immer nur ein Rollstuhlfahrer gleichzeitig in der Attraktion sein. Die Wagen halten bei Arthur nicht an, sondern der Einstieg erfolgt über ein laufendes Band. Trotz des laufenden Bandes kann Tim allerdings problemlos einsteigen und die Mitarbeiter sind sehr freundlich und motiviert. Arthur war die erste Achterbahn, die ich im Europapark gefahren bin. Es war eine schöne Familienachterbahn. Auf der einen Seite mit Action und auf der anderen Seite eine schöne Thematisierung. Vielen Dank, meine Freunde.
Und jetzt hat mich das Adrenalin gepackt und ich freue mich jetzt umso mehr auf die Bluefire und die Silverstar. Auch der Ausstieg klappt für Tim problemlos. Es hat mir sehr gut gefallen. Der Einstieg, da war so ein Band, da musste ich drauf mit dem Rollstuhl. Und der Mitarbeiter war so freundlich und hat mich da drauf gebracht. Und ich habe mich dann in den Sitz gehoben und es war gut. Ich hatte keinen Stress. Als nächstes steht die Neuheit 2022, Josephinas kaiserliche Zauberreise auf dem Plan. Hier handelt es sich um eine Floßfahrt auf dem See, die ursprünglich unter dem Namen Finnische Floßfahrt 1978 eröffnet wurde. Im Laufe der Zeit wurde diese allerdings mehrfach umgebaut und umbenannt, bis sie für die Saison 2022 im Zuge der Vergrößerung des österreichischen Themenbereichs nochmal komplett neu thematisiert wurde. Normalerweise erfolgt der Einstieg in das Boot über eine Drehscheibe, die konstant weiterläuft und an der die Boote entlangfahren. Für einen stressfreien Einstieg wird sie für Tim aber von den Mitarbeitern angehalten. Die Fahrt an sich war sehr entspannt und Tim konnte es so richtig genießen. Die Floßfahrt war schön und entspannt, fand ich sie. Der Einstieg bei der Floßfahrt war gut. Ich konnte mich gut festhalten an dem Floß, um einzusteigen. Der Ausstieg war ein bisschen schwieriger, weil ich erstmal gucken musste, wo ich mich überhaupt festhalten kann. Und dann musste ich noch mein Bein auf die Plattform stellen, mich hochziehen, dann im Rollstuhl setzen und dann von der Plattform fahren. Und zu der Fahrt eine entspannte Familienattraktion ist das. Ich gehe jetzt in die Eisshow und bin gespannt, was mich erwartet. Die Eisshow ACE, The Adventure Begins, befindet sich im Themenbereich Griechenland. Hier bringen internationale Eiskunstläufer eine spektakuläre Show mit Tanz, Akrobatik und Gesang auf die Bühne. Tim kann mit seinem Rollstuhl direkt in der ersten Reihe parken. Auf Wunsch ist es auch möglich, sich in den Sitz zu setzen. Ich fand die Eisshow gut und spektakulär. Ich saß vorne in der ersten Reihe und die Sicht war einmalig. Nicht weit entfernt von der Eisshow geht es zu der nächsten Attraktion, die Snorri-Touren im Themenbereich Skandinavien. Auch diese Attraktion ist für Rollstuhlfahrer zugänglich, wie man am Hinweisschild am Eingang ablesen kann. Im Europapark gibt es an jeder Attraktion ein sogenanntes Hinweisschild. Auf diesen Hinweisschildern stehen dann nicht nur allgemeine Anforderungen wie Größe und Alter, sondern auch genauere körperliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um die Attraktion verwenden zu können. Wie im Leitfaden findet man auf den Schildern auch die 3 Symbolfarben und Formen. Diese kennzeichnen, ob man die Attraktion gar nicht eingeschränkt oder uneingeschränkt nutzen kann. Die kleine Zahl neben einem Symbol steht dabei für die kategorische Einstufung der Attraktion. Mit Hilfe eines Fahrstuhls gelangt Tim runter zu der Attraktion.
Snorri-Touren ist eine der neuesten Attraktionen im Park und zeigt die magische Unterwasserwelt Rolantica, die mit dem gleichnamigen Wasserpark in Rust verbunden ist. Auf dieser Themenfahrt führt der sechsarmige Oktopus Snorri die Besucher auf einem Schlauchboot durch die Unterwasserwelt. Ich war gerade auf der Snorri-Tour. Das ist eine Attraktion für Kinder. Und da bin ich mit einem Aufzug gefahren. Der Ein- und Ausstieg war leicht. Und die Tour hat mir sehr gut gefallen. Die Mittagspause verbringen wir im bekannten Food Loop Restaurant, welches sich im Themenbereich Luxemburg befindet. Der Weg dorthin gestaltet sich leider schwierig, da der Zugang zum Restaurant nur über sehr lange, sehr steile Rampen möglich ist, sodass Tim irgendwann geschoben werden muss, da er diese alleine nicht bewältigen kann. Am Platz kann man sich Essen und Getränke über das Tablet bestellen. Jeder Sitzplatz ist mit einer eigenen Nummer beschriftet, die dafür sorgt, dass das Essen am Ende bei der richtigen Person ankommt. Der Bestellvorgang lief für Tim reibungslos und unkompliziert ab. Das Food Loop Restaurant ist beliebt aufgrund der Location, da das Essen auf Achterbahnschienen zum Platz gefahren wird. Trotz der originellen und spektakulären Umsetzung ist es für Tim aufwendig, an das Essen und das Besteck ranzukommen. Aufgrund der Höhe muss er sich dafür aus dem Rollstuhl heben. Das Food Loop war sehr cool mit den Schienen, aber das Essen ging so. Nach dem Essen machen wir uns auf den Weg zu Piraten von Batavia, welches schräg gegenüber im Themenbereich Holland liegt. Dort wartet eine 8-minütige Bootsfahrt durch die exotische Hafenstadt Batavia an Seite von Piraten, Papageien und Schiffen auf uns. Die Attraktion ist für Rollstuhlfahrer ebenfalls über einen Fahrstuhl erreichbar. Die Mitarbeiter setzen an das Boot von Tim eine Markierung, weil die Fahrt an einem anderen Ort endet, als sie anfängt. Das ist wichtig, damit auch die Mitarbeiter am Ausgang darüber informiert sind, dass Tim Rollstuhlfahrer ist und somit auch Rücksicht darauf nehmen können. Der Rollstuhl wird während der Fahrt vom Mitarbeiter zum Ausgang gebracht. Versucht einfach nicht zu nass zu werden oder zu schiffbrüchig. Hahn nach Steuerbord! Piraten von Batavia hat mir sehr gut gefallen. Mir hat sehr gut gefallen der Dschungel und die Piraten.
Der Einstieg ging noch recht gut, nur der Ausstieg war ein bisschen schwierig, weil man sich da nicht festhalten konnte so richtig. Aber dann hat es doch geklappt. Noch entspannter ging es dann bei der Monorail-Fahrt zu. Der barrierefreie Eingang ist am Bahnhof Luxemburg hier wieder mit einer steilen Rampe gelöst und leider gibt es auch keinen richtigen Handlauf. Tim kann diese eigenständig nur mit viel Kraft bewältigen. Die Monorail ist eine Einschienenbahn, die nur 2 Stationen anfährt: Island und Luxemburg. Da in Island Treppen zur Station führen, konnte Tim nur in Luxemburg ein- und aussteigen. Die Monorail führte in etwas mehr als 7 Minuten durch den Park. Eröffnet wurde die Bahn, die übrigens von der hauseigenen Fahrgeschäftsfirma Mack Rides hergestellt wurde, im Jahr 1990 und fährt damit bereits seit mehr als 30 Jahren ihre Runden. Adventure Parade ist gerade für die jungen Gäste ein besonderes Highlight. Sie beginnt jeden Tag bei gutem Wetter am frühen Nachmittag im russischen Themenbereich und verläuft durch England und Luxemburg. Somit gibt es viele Stellen, an denen man die Parade verfolgen kann. Und wir haben mit Tim sehr einfach eine Stelle zum Zuschauen gefunden. Bei der Parade könnt ihr fast das ganze Ensemble, die Ed Euromaus und Edda Euromausi, bei einer für die Parade komponierten Musik tanzen und feiern sehen. Bei so viel guter Laune musste Tim direkt mittanzen. Gerade ist ja die Parade lang gefahren und die war echt super. Super Kostüme, super Musik, alles super. La 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 la. Und jetzt geht's ab zur Bluefire, eine Achterbahn. Die Stahlachterbahn Bluefire befindet sich in Island und ist wegen des Katapultstarts, des Loopings und der Inversion eine der besonders aufregenden Attraktionen. In nur 2,5 Sekunden wird man hier von 0 auf 100 km/h beschleunigt und fährt direkt in einen sogenannten Horseshoe, eine übergeneigte 180-Grad-Kurve. Und danach geht es direkt in den Looping. Übrigens der höchste Looping einer Katapultachterbahn in Europa. Nicht umsonst gilt die Achterbahn neben Silverstar als die furchteinflößendste des gesamten Parks. Was tue ich mir hier an? Auch für Tim ein sehr besonderes Erlebnis und somit der perfekte Abschluss für den zweiten Tag. Aber ein Tipp, leg den Kopf nach hinten. So, genau. Ich genieße
Was mache ich hier nun mit? Nochmal. Ich bin gerade Bluefire gefahren. Das war spitze. Schnelle Geschwindigkeit, Looping drin, alles drin. Und mit dem Ein- und Ausstieg hat das gut funktioniert. Über den Keil, weil man nicht so nach hinten gefallen ist. Ich habe auch eine Spastik in den Beinen gehabt. Später hat uns Tim noch erzählt, dass seine Beine während der Fahrt gegen die Vorderseite des Wagens gestoßen sind, was aber nicht weiter schlimm war. Bei Bluefire kann man sich auch ein Wadenband um die Beine machen lassen, was Tim hier allerdings nicht ausprobiert hat. Das Thema Wadenband wird uns aber auch nochmal bei der Achterbahn Silverstar begegnen. Der Einstieg für Rollstuhlfahrer erfolgt bei Bluefire übrigens über den Baby-Switch neben dem regulären Ausgang. Der zweite Tag war sehr aufregend für Tim. Das Team hat sich abends zusammengesetzt und die Eindrücke besprochen, sowie den Plan für den nächsten Tag angepasst. Ja, der nächste Tag, da stand nämlich dann auch schon die Silverstar an, unter anderem natürlich, vor der Tim auch schon ziemlich großen Respekt hatte. Die G-Kräfte, die dort auftauchen, sind nämlich schon, die sind ganz ordentlich. Und die Silverstar ist jetzt auch seit neuestem für Rollstuhlfahrer freigegeben, denn es gibt jetzt einen Aufzug. Nach einer weiteren Nacht im Hotel Kronasar betreten wir den Park am nächsten Morgen wieder durch den Hoteleingang Spanien. Als erste Attraktion steht für uns heute wieder der EP-Express auf dem Plan. Der Einstieg in Spanien war mit Rampen, aber der war sehr steil. Aber es gab auf meiner Höhe einen Handlauf, mit dem ich mich hochziehen konnte. Tim muss bei der EP-Express-Station Spanien den Ausgang für den Einstieg benutzen. Für Rollstuhlfahrer ist das letzte Abteil reserviert. Der Einstieg vom EP-Express war gut. Da gab es eine kleine Entfernung, aber da bin ich gut drüber gekommen. Der Ausstieg ging auch einfach. Da war auch eine Kante, aber die habe ich ganz locker gemeistert. Und hier in Griechenland gibt es einen Aufzug und damit bin ich gut runtergekommen. Von Griechenland in die Schweiz, das geht im Europapark. Unsere nächste Attraktion ist nämlich die Wilde Maus Achterbahn Matterhornblitz im Schweizer Themenbereich. Wenn Sie nachher an die Bahn ranfahren, fahren Sie bitte hinterhin, ja, weil dann können Sie besser einsteigen, heben Sie mit beide Hände fest, weil hinter haben wir 2 Griffe, vorne haben wir das nicht. Okay? Okay. Auch hier sind uns leider die Hügel und der steinige Weg negativ aufgefallen, da sie den Zugang zur Achterbahn für Rollstuhlfahrer erschweren. Ich bin gerade mit dem Matterhornblitz gefahren und der war gut. Ist so wie eine wilde Maus auf der Kirmes. Man kommt am Ausgang
rein und die Mitarbeiter sind alle nett und weisen dich auch, wenn du drin bist, ein. Bei Madame Freudenreich im benachbarten Themenbereich Frankreich können Rollstuhlfahrer durch den Ausgang zur Attraktion. Es gibt so gesehen aber keinen extra Eingang für Rollstuhlfahrer, da der übliche Eingang ohnehin auch barrierefrei ist. So konnte Tim ganz normal durch den Eingang zur Attraktion. Das war sehr schön für Tim, da er sonst nie den thematisierten Eingangsbereich der Attraktion sieht und normalerweise über einen separaten Eingang oder über den Ausgang einsteigen muss. Damit Tim in Ruhe einsteigen kann, wird das Endlosfahrsystem der Bahn angehalten. Normalerweise fahren die Gondeln mit konstanter Geschwindigkeit weiter. In der Gondel finden 2 Personen Platz, sodass man gut mit einer Begleitperson zusammenfahren kann. Die Attraktion Madame Freudenreich Curiosité wurde in ihrer aktuellen Form 2018 eröffnet. Die Fahrt führt die Besucher durch Madame Freudenreichs Kuriositätenladen, Haus und Garten. Sie züchtet Dinosaurier, die sich überall im Garten, Gewächshaus und Keller herumtreiben, und in der Attraktion gibt es viel zu entdecken, besonders für Kinder. Wer mehr über Madame Freudenreich und ihre Dinosaurier erfahren möchte, die Buch- und Hörspielreihe Madame Freudenreich haben wir in einem anderen Video schon mal für euch getestet. Ich war bei Madame Freudenreich, ist eine Kinderfahrt mit Dinos. Ich mag Dinos und es ist sehr schön. Sehr schön verschiedene Bereiche mit Dinos in der Küche und ein Dino feiert Geburtstag mit ganz vielen anderen Dino-Freunden und der Einstieg und Ausstieg war gut. Ich konnte da gut ein- und aussteigen und die Mitarbeiterinnen waren auch freundlich. Ebenfalls in Frankreich befindet sich die Dunkelachterbahn Concon Coaster. Bevor wir mit dem Dreh begonnen haben, gab es beim Concon Coaster einige Schwierigkeiten. Wir haben zuerst den barrierefreien Eingang nicht gefunden und mussten einige Mitarbeiter um Hilfe bitten. Tim musste zuerst beim Baby-Switch die Treppe hoch, um dann oben zu erfahren, dass er eigentlich falsch sei. Die Mitarbeiterin hat sich zwar dann auch entschuldigt, aber wusste auch nicht genau, wo der Aufzug ist. Ja, und den haben wir dann aber am Ende doch gefunden, und zwar bei Valerian im Shop. Valerian ist eine Attraktion, die dieselbe Strecke nutzt wie der Concon Coaster, allerdings als VR-Fahrt mit VR-Brillen. Da die Abfertigung hier anders verläuft, gibt es eine eigene Station, von der aus der Zug dann in die Concon Coaster Strecke eingereiht wird. Um Valerian fahren zu können, zahlt man normalerweise einen kleinen Aufpreis und erhält dann einen VR-Helm, mit dem man die gesamte Fahrt auf eine ganz besondere Weise erlebt. Da Tim nicht so gut darauf reagiert und weiß, dass ihm schwindelig werden könnte, ist er die Achterbahn allerdings normal gefahren. Die Mitarbeiter bei Valerian waren auf Rollstuhlfahrer vorbereitet und haben Tim beim Einstieg gut unterstützt. Der Concon Coaster wird vom Park beschrieben als ein wilder Tanz durch die Pariser Nacht. Obwohl es natürlich sehr dunkel ist, immerhin ist es ja eine dunkle Achterbahn, erkennt man hin und wieder tolle Effekte und Elemente, die dem Stil des Moulin Rouge nachkommen. Die Barrierefreiheit beim Concon Coaster ist eigentlich sehr gut und simpel umgesetzt, allerdings sollten die Mitarbeiter entsprechend geschult sein und wissen, wo der Aufzug ist. Als nächstes heißt es statt Action mal wieder ein bisschen Entspannung und Unterhaltung im Europapark Teatro. Das Theater im Themenbereich Italien verleiht dem Land mit seinem schönen italienischen Ambiente alle Ehre und bietet den Zuschauern mit The Show Must Go On eine vielfältige und bezaubernde Show mit Tanz, Akrobatik und Gesang.
Der barrierefreie Eingang ist hier die Ausgangstür und Tim kann trotz kleiner Schwierigkeiten mit dem Teppich ohne große Probleme in der ersten Reihe Platz nehmen. Tim bleibt lieber im Rollstuhl sitzen, hätte aber auch in einen der Sitze gekonnt. Ich war gerade in der Show Must Go On, und die Show war nicht so mein Geschmack, aber man hat gut gesehen, die Kostüme waren gut. Shows sind natürlich Geschmackssache. Generell hat uns gefallen, dass das Showprogramm sehr abwechslungsreich ist. Für Tim diente die Show vor allem dazu, runterzukommen und sich mal etwas auszuruhen. Das war für ihn eine gute Möglichkeit und die Barrierefreiheit sowie die Plätze in der ersten Reihe waren super. Für eine kleine Auszeit und Spaß sorgen aber auch die Maskottchen, die man überall im Park antrifft. Bei der Youngstar-Achterbahn Pegasus im Themenbereich Griechenland gibt es seit neuestem auch einen barrierefreien Eingang. Dieser Rollstuhleingang liegt neben der Station und ist zum Zeitpunkt unseres Drehs allerdings noch nicht ausgeschildert. Über einen Aufzug gelangt man hier nach oben zur Station. Leider fällt beim Aufzug ein kleines Problem auf. Die Tür ist für Tim alleine nämlich nur schwer zu schließen. Der Einstieg war gut gelöst. Die Mitarbeiter haben Tim die Zeit gelassen, die er braucht, sodass er auch in Ruhe seine Beine sortieren konnte, bevor es losging. Bei Pegasus gibt es im Wagen zur Vorderreihe eine Abtrennung, die allerdings nicht bis nach unten reicht. Somit ist unten ein Spalt offen. Tim hat uns später erzählt, dass seine Beine während der Fahrt durch diesen Spalt nach vorne durchgerutscht sind, was etwas störend war. Nach so viel Action braucht Tim eine kleine Stärkung, weshalb wir in den Themenbereich Irland wechseln und den O'Mackey's Pub besuchen. Bei traditionell irischem Pub-Feeling gibt es hier zum Beispiel Burger, aber auch typische irische Gerichte wie den bekannten Shepherd's Pie. Wir sitzen in der ersten Etage, welche über einen Aufzug ohne Probleme erreichbar ist. Bestellt wird im O'Mackey's Pub allerdings unten an der Theke. Die Mitarbeiterin hat Tim das Essen zum Tisch gebracht, was uns sehr gut gefallen hat. Normalerweise muss man dieses an der Küche abholen, was für Tim allerdings schwierig geworden wäre. Der Pub war gut, ich habe oben gesessen und ich konnte mit dem Aufzug hochfahren. Die Mitarbeiterin war nett
und sie hat mir das Essen am Tisch gebracht. Und nach dieser kurzen Verschnaufspause steht das wohl größte Highlight auf dem Programm. Silverstar. Mit 73 Metern Höhe eine der höchsten Stahlachterbahnen Europas. Tim möchte daher erstmal den Testsitz am Eingang ausprobieren. Nachdem er sich in den Sitz gehievt und ein sicheres Gefühl hatte, gab es allerdings ein Problem. Tim konnte alleine nicht das Fußpedal drücken, um den Bügel wieder zu lösen. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Mit Rollstuhl geht nicht mit Angang gehen. Du willst noch ganz mit Ausgang gehen. Du kannst sofort warten, ohne warten. Danke. Bitte. Silverstar. Nach dem Lifthill geht es mit bis zu 130 km/h und Fliehkräften bis zu 4G rasant nach unten. Die wohl gefürchtetste Achterbahn des gesamten Parks. Tim hat den Mitarbeiter am Eingang gefragt, wo er mit dem Rollstuhl rein kann. Dieser hat ihn dann auf den Aufzug beim Ausgang in der Halle verwiesen. Leider fällt hier ein ähnliches Problem auf wie bereits bei der Achterbahn Pegasus. Die Aufzugstür ist für Tim alleine nur sehr schwer zu schließen. Man merkt Tims Nervosität und Anspannung. Und auch wir als Team müssen überlegen, wer Tim begleitet, um ihn während der Fahrt zu filmen. 73 Meter Höhe sind immerhin nicht ganz ohne. Am Ausgang wird Tim dann von einem sehr hilfsbereiten Mitarbeiter in Empfang genommen und eingewiesen. Tims Nerven liegen blank. Die Spannung steigt. Er darf in der letzten Reihe Platz nehmen. Für ein noch sichereres Gefühl gibt der aufmerksame Mitarbeiter Tim ein Wadenband. Das Wadenband kann nur um die Beine oder um die Beine und die Bügelstange gelegt werden. Tim hat die andere Variante nach unserem Dreh ausprobiert und für ihn war die hier gezeigte Variante ohne Stange komfortabler. Und dann geht es auch schon los. Nochmal. Ich bin Silverstar gefahren und es war der absolute Hammer. So eine rasante Geschwindigkeit, einfach nur traumhaft. Den Berg hoch hatte ich wirklich Angst. Aber dann die Abfahrt, die erste Abfahrt, das war einfach nur herrlich.
diesen Fahrtwind zu spüren und einfach nur cool war das. Man muss über den Ausgang reinfahren, dann gibt es einen Aufzug und man fährt dann zu dem netten Mitarbeiter oben und der weist einen dann ein, wo man sitzt. Der Einstieg ist super leicht. Man hat keinen Bügel überm Kopf, sondern der Bügel fährt nach vorne. Und wenn man möchte, kriegt man ein Wadenband. Das tut man sich oder das kann man sich um die Beine machen lassen, wenn man schon drin sitzt. Das ist, damit die Füße nicht so rumschlackern. Und dann geht's. Ich hatte das Wadenband. Für mich war das gut. Da habe ich mich sicherer gefühlt. Und der Ausstieg war auch gut. Der Mitarbeiter, der mich betreut hat, der war nett, hat mir den Rollstuhl bis vorne gebracht und ich konnte ganz in Ruhe, ohne Stress rausfahren. Das war gut. Am liebsten würde ich nochmal fahren. Mit der Silverstar haben wir die letzte Attraktion des Tages besucht und wollen jetzt ein Gesamtfazit ziehen. Genau. Zunächst ist einmal zu bemerken, dass Tim wirklich viel machen konnte und er hatte auch sehr viel Spaß dabei. Absolut positiv zu bemerken ist außerdem, dass der Europapark immer mehr Wert auf die Barrierefreiheit legt und immer mehr darauf achtet, bei der Planung Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Außerdem rüstet er auch alte Attraktionen um ein gemeinsames Erlebnis für Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen. Und damit würden wir sagen, ist der Europapark auf jeden Fall ganz weit vorne. Das System mit den Leitfaden im Papierformat und den detaillierten Hinweisschildern an den Attraktionen ist sehr gut ausgearbeitet. So weiß man schnell, hier kann ich rein oder hier eher nicht. Es hapert hier und da allerdings noch etwas an der Kommunikation. So hat sich auch Tim gefragt, ob es überhaupt einen Leitfaden gibt und wo man diesen findet. Bei den Hinweisschildern fragt man sich, was die Symbole bedeuten oder gar die kleinen Zahlen. Allerdings kann man dies alles im Leitfaden nachlesen. Die Attraktionen sind größtenteils mit Rampen oder Aufzügen versehen, sodass gehbehinderte Menschen gut ein- und aussteigen können. Die Rampen sind manchmal etwas steil und die Aufzugstüren lassen sich schwer schließen. Allerdings ist dies nicht immer anders umsetzbar. Ja, und da man ja meist nicht alleine in den Park geht und viele Attraktionen sowieso nicht alleine befahren kann, ist das eigentlich gar kein so großes Problem. Und zwar ist nur noch mal wichtig, das hier zu nennen, weil für Tim und auch für viele andere Menschen mit Behinderung ist es halt sehr wichtig, eigenständig zu sein. Total gut gefallen hat uns, dass die Mitarbeiter so engagiert waren und stets freundlich, denn irgendwo machen die ja auch das ganze Erlebnis aus. Zudem konnten wir sehr viele interessante Gespräche führen. Die zuständigen Mitarbeiter für Barrierefreiheit waren auch immer offen für unsere Kritik und haben schon während unseres Besuchs Änderungen und neue Umsetzungen geplant. Wir würden den Europapark in einiger Zeit gerne nochmal mit Tim besuchen, um uns anzusehen, wie sich die Barrierefreiheit weiterentwickelt hat. Wir planen zurzeit auch noch andere Erlebnisse zu besuchen, um uns dort auch mal ein paar Aspekte der Barrierefreiheit anzusehen. Und wir fragen uns, wie Menschen mit anderen Behinderungen, zum Beispiel Autismus oder Sehbehinderung, solche Erlebnisse empfinden und sind gespannt, wohin uns die Reise führt. Ich fand den Park sehr schön und die Barrierefreiheit ist hier gut umgesetzt. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Das war's hier von mir, vom Europapark. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.